Eine der wichtigsten Formen beim Zeichnen ist der Zylinder. Wir schauen uns heute den Zylinder gemeinsam an, zeichnen ihn in verschiedenen Perspektiven, sodass du ihn auf deine Alltagsmotive richtig gut anwenden kannst. Los geht's und viel Freude mit dem Video. Also, lass uns jetzt einige Übungen zum Zylinder machen. Wir werden ihn in verschiedenen Perspektiven zeichnen und am Ende wollen wir etwas Konkretes zeichnen. Wir zeichnen ein Teelichter. Du siehst, das hat die zylindrische Form. Also, Bleistift raus und lass uns loslegen. Also, das Beste erstmal ist zum Üben. In der Übung 1 machen wir erstmal hier Ellipsen zeichnen, ja, so ungefähr, wenn der Zylinder also von uns abgedreht ist, ja. Zeichne ruhig immer wieder rüber, halte die Hand ruhig und den Stift ganz entspannt, kreise mehrmals drüber, sodass du ein Gefühl dafür bekommst, ja. Achte darauf, dass hier keine Ecken sind, sondern dass es rund ist. Ja. Kannst noch mal ein bisschen weiter aufmachen, eine. So, und das Gleiche machen wir jetzt horizontal. Mal ein bisschen weiter auf. Ja, und je weiter man die Ellipse öffnet, je mehr wird sie praktisch zum Kreis. Kreis ruhig immer mehr rüber. Ja, Ellipsen werden häufig gebraucht beim Zeichnen. Ja, hier bei so einer kleinen Dose werden sie gebraucht. Aber auch wenn man etwas Komplexeres zeichnen will, wie hier ein Anspitzer, haben wir hier auch verschiedene Zylinderformen. Und natürlich hier bei dem klassischen Bleistift haben wir auch eine Zylinderform, die dann sechseckig wird. Warum? Dass der Bleistift nicht wegrollt. Kein Tisch ist wirklich gerade. So, also schön hochkant, ganz wichtig, immer wieder üben. Und jetzt gehen wir zur Übung 2, wo wir praktisch mal hier einen Zylinder zeichnen, der liegt vor uns und von uns leicht weggeht. Also wir beginnen mit der Ellipse, die hochkant ist. Ich werde mal jetzt zum 4B-Stift wechseln. Vielleicht siehst du das besser dann. Ja, so, also ich werde jetzt erstmal hier die Seite zeichnen und dann geht der Zylinder so von uns weg. Verjüngt sich nach hinten, damit wir Tiefe reinbekommen und hat dann hier praktisch auch die, ich werde sie mal verdeckt mit einzeichnen, ich wollte das bloß hier vorne betonen. Ja, so. Hier zeigen wir, dass der Zylinder auf dem Boden liegt und das machen wir hier auch. So. Ja. Dann werden wir ihn noch ein wenig schraffieren hier. Mir ist der Stift ein bisschen zu spitz, merke ich gerade. Zu spitz in dem Sinne, dass ich viel zu viel zeichnen muss, besonders bei der Schraffur. Ja. Wenn wir also so einen breiten, so einen schmalen Stift haben, müssen wir hier ziemlich lange schraffieren und es geht darum, dass die Mine einfach ein wenig einen breiteren Strich erzeugt. Ja. Also wir legen uns mal fest, machen die Lichtquelle von hier oben links. Dann nehmen wir mal unsere schöne Sonne und gehen dann hier langsam um den Zylinder herum. Ja, so zeigen wir, dass das hier die vom Licht abgewandte Seite ist. Ja. Hier wird es immer heller und nach unten wird es immer dunkler.
So, dann zeichnen wir noch hier einen kleinen Schatten ein. So bekommt man eine schöne 3D-Wirkung in die zylindrische Form. Ja? Warum tun wir das? Naja, weil es uns hilft, später komplexere Formen zu verstehen, ja? Wie das Licht um den Zylinder beispielsweise herumgeht. So, hier ein bisschen stärker, Kernschatten. Das zeige ich hier alles in meinen großen Zeichenkursen auf der Akademie. Ja. Wie das genau funktioniert. Also, wir haben den Zylinder 1, du siehst, er geht von uns weg. Und wir zeichnen hier noch einen Zylinder rein. Den zeichnen wir mehr, dass er so vor uns liegt. Also wir sehen fast den Kreis hier, die Kreisform, und der Zylinder geht nach hinten von uns weg. Ja, auch eine wichtige Übung. Ja. Unten wieder ein bisschen dunkler und dann schraffieren wir ihn wieder ein wenig, um auch hier zu zeigen, dass es eine zylindrische Form ist, und unten ein bisschen dunkler werden wir. Ja. So, hier zeige ich das auch nochmal. Und dann machen wir wieder hier unseren Schatten rauf. Und ich mache wieder meine Schnellschraffur hier. Und hier ein bisschen stärker. Hier ist ja der Kernschattenbereich, ja? Also wo am wenigsten Licht dran kommt. Ja, und du siehst, dadurch geben wir den Zylinder schon eine 3D-Wirkung. Also wir zeichnen räumlich. Wenn du tiefer ins Zeichnen eintauchen willst, findest du unter dem Video den Link zu meiner Akademie. Dort erwarten dich die großen Zeichenkurse. Weiter geht's mit dem Video. So, hier gehe ich auch noch mal etwas rein, aber nicht ganz bis an die Linie ran, ja, dass wir hier unten noch einen dunklen Teil haben. Ja. So, haben wir 2 Zylinder gezeichnet, die liegend sind. Wie gesagt, eine sehr schöne Übung, drehe die in alle möglichen Richtungen, ja, und werde so wirklich vielseitiger. Ja. So, weiter geht's mit dem Zylinder. Wir zeichnen jetzt einen stehenden ganz einfach ein in der dritten Übung. Also oben eine Ellipse, unten eine Ellipse. Ja, achte darauf, dass die parallel zueinander sind, und die untere muss ein Stück weiter geöffnet sein oder die obere mache ich in dem Fall etwas schmäler. Ja. Wenn wir rauf gucken, wird das, was weiter von uns weg ist, halt runder. Ja. So, dann verbinden wir die Seiten. Und das kann man auch noch dann nachkorrigieren. Ja. Wichtig ist erstmal, dass man das Prinzip versteht, nicht, dass man schön zeichnet. Das ist wieder ganz, ganz wichtig. Ja. Schön zeichnen kannst du immer noch, wenn du es minutiös und langsam machen willst. Ja. Wichtig ist erstmal hier zum Verständnis, dass das einigermaßen, nicht einigermaßen, sondern dass es klar wird, was ich hier zeigen möchte. Ja. Also, ups, der stehende Zylinder. So, wir schraffieren wieder die rechte Seite. Und gehen hier rum um den Zylinder. Und hier auch ein bisschen schwächer werden. Entweder weniger drücken oder die Linien halt ein bisschen dunkler machen. Ja. So, ich gehe auch noch mal etwas rüber. Dass du halt siehst,
dass das Licht hier rumgeht. Ja? Also rumgeht um den Zylinder. Ich habe jetzt hier beidseitiges Licht, das kann ich dir bei dem Zylinder nicht zeigen direkt. Das zeige ich aber, Moment, wo habe ich das? Ich habe ja gerade, ach hier, siehst du, hier in dem Zeichenkurs vom Anfänger zum Meister beleuchte ich regelrecht den Zylinder, sodass wir auch Schatten und die ganzen Lichtabstufungen, die um den Zylinder rumgehen, dass man die sozusagen versteht. Ja. So. Das Workbook, was du gerade gesehen hast, gibt es übrigens zu meinen Zeichenkursen dazu. Ja. Also die Übungsblätter. So, okay. Jetzt haben wir den ungefähr so gezeichnet und jetzt zeichnen wir, achso, mir fällt gerade ein, wenn dir das Video gefällt und du einen Mehrwert daraus ziehst, freue ich mich sehr, wenn du meinen Kanal jetzt hier abonnierst, mir ein Like da lässt und wenn du Fragen hast, schreib es mir gern in die Kommentare. Ja? Und alles zum Thema Zeichnen, seien Zeichenkurse oder Materialien, findest du unter der Beschreibung des Videos. Ja? Andersrum, unter dem Video in der Beschreibung. So, also nächste Übung. Wir zeichnen das von oben, so ungefähr. Dazu machen wir natürlich eine Kreisform hier. Also fast eine Kreisform. Wir wollen ja nicht senkrecht von oben zeichnen. Ja? So, jetzt gehen wir ein Stück rein, auf beiden Seiten, dass wir das Gefühl haben, es geht von uns weg. Zeichne ruhig auch die unterste Linie ein. Du siehst, jetzt haben wir schon die Öffnung und den Boden. Ja? Jetzt verstärken wir unsere Linien nochmal, um hier ein bisschen Klarheit reinzubekommen. Und du siehst, durch Veränderung der Perspektive können wir auf einmal reinschauen. Ja? Das ist halt ganz, ganz wichtig, verschiedene Ansichten zu zeichnen, das Licht rumzuführen und Licht und Schatten zu verstehen. Hier hatte ich sozusagen den Schatten so ein bisschen vergessen. Den zeichne ich mal etwas kürzer rein hier. Damit es sichtbarer wird für dich. Schatten mache ich nicht so gerne, dauert so lange. Deswegen versuche ich den auch relativ kurz zu halten, ja, und nicht bis hier zu zeichnen. So, Kernschatten machen wir wieder etwas dunkler. So, das soll schon reichen. So. Und wir nehmen den unteren Teil, sieht aus wie ein Becher schon, und beginnen den auch hier wieder zu schraffieren. Und gehen rum um den Becher, um die zylindrische Form. So. Okay, Schatten zeichnen wir auch wieder ein. Auch wieder schön kurz. Du siehst ja, wie uns der Schatten noch eine dritte Dimension bringt. Ja? Also mach das ruhig mit. Schau dir das Video bei Bedarf häufiger an und experimentiere mit den Formen rum. Also ganz wichtig, diese Übung hier, um die Basics wirklich zu verstehen und zu durchdringen. Ja? Immer wieder zeichnen. Ja? Es gibt wirklich unglaublich viele zylindrische Formen. Hier habe ich Klebeband, auch ein Zylinder. Ja? Pinsel, zylindrische Form. Jede Kerze, jede Flasche. Also wir finden das sehr, sehr oft. Schauen wir uns so einen Handfeger hier an. Hier haben wir auch eine zylindrische Form. Ja? Hier mehr eine quadratische, eine Quaderform und hier eine zylindrische. Ja? Hier eine Kugelform. So.
Fernschatten ein bisschen verstärken. So. Jetzt können wir natürlich hier noch ein bisschen das Licht rumführen. Und hier auch. Einfach nur ein bisschen andeuten, ja. So, weiter geht's. Oh, ein bisschen mit der Form noch mit hier. Und hier immer heller werden. Ja, das kommt ja wieder ins Licht, die Seite. So, jetzt hatte ich ja gesagt, wir wollen nochmal ein Teelicht daraus zeichnen. Und das machen wir hier unten einfach. Okay? Also, wir zeichnen das so ungefähr in der Ansicht. Nicht das Gleiche, wir zeichnen ein Teelicht. Wer mich kennt, weiß, ich stehe nicht so auf Abzeichnen, jedenfalls nicht 1:1, denn wir wollen unsere künstlerische Kraft mit reinbringen. Ja? Abzeichnen müssen wir nur bei einem Auftrag, da müssen wir ziemlich genau zeichnen. Oder wenn wir Produktdesigner sind, ja, und jemand so einen Bleistiftanspitzer entwerfen soll oder bauen soll. Ich weiß, das wird heute computertechnisch gemacht, aber damals wurde das halt alles Produktdesigner gezeichnet, ja, in ganz verschiedenen Ansichten. Da muss man natürlich ziemlich exakt zeichnen. So, okay, Teelicht. Oberste Ellipse. Wir können also leicht reinschauen. Und unten. Ja, die geht dann hier so um. Dann machen wir uns hier die Flamme ein wenig. Und damit es ein bisschen lebendiger wird, zeichnen wir uns natürlich auch hier etwas Licht und Schatten ein. Gehen hier wieder rum mit unserer Schraffur. Und machen uns wieder hier einen kleinen Schatten rein. Ja? So, jetzt zeichnen wir uns hier hin, da will man ein bisschen Dynamik reinbekommen, halt ein kleineres Teelicht noch rein. Ja? Also ein Teelicht, was dahinter steht. Dann hat man so einen Bezug zu den Objekten. Hier werden wir mal hinter der Flamme so ein bisschen rausradieren. Ja. So, und das gleiche machen wir hier. Schöne Flamme rein. Das nehme ich mal raus hier. Du siehst, wie wir schon eine schöne Wirkung hier reinbekommen. Ja, hier gehen wir mal noch ein bisschen dichter rein, damit wir eine Tiefe bekommen. Ja. So.
Und hier zeichnen wir jetzt auch unseren Schatten rein. Und schraffieren erstmal. So, du siehst, wir bekommen nicht nur Licht und Schatten rein durch, nein, Entschuldigung, verdreht. Wir bekommen nicht nur Tiefe in unsere Zeichnung rein durch Licht und Schatten, sondern auch, dass wir noch ein zweites Objekt daneben stellen, also aufbauen. Ne? Wir zeigen, dass das zweite Objekt dahinter steht. Wie zeigen wir das? Indem es kleiner wird, indem es nicht ganz so kräftig gezeichnet wird. Ja? Und hier machen wir auch den Schatten hin. Siehst du, was ich eingangs sagte? Wenn die Mine des Stiftes breiter ist, geht das alles etwas besser. Von den Schattenverläufen her. So, perfekt. Ich hoffe, du hast das Video schon geliked. Ich freue mich einfach, wenn du mich unterstützt hier und ich dir bei Herausforderungen ein wenig zur Seite stehen kann. So. Oh, ein bisschen mehr Kernschatten hier reinkriegen, dass so eine dritte Dimension noch kommt. Achte aber darauf, dass der Schatten hier gleichmäßig ausläuft, ja, und nicht nach irgendeiner Seite unregelmäßig wird. Ja. Später, wenn der Schatten so nicht ganz so richtig ist, kannst du einfach noch ein bisschen korrigieren. Das spielt auch keine Rolle, der muss auch nicht hundertprozentig korrekt sein, der Schatten. Ja. Es soll einfach darstellen, worum es hier geht. Das reicht auch dann. Ja. Ganz, ganz wichtig, dass wir uns hier nicht zum Gefangenen machen. So, also du siehst, wie gut man das anwenden kann. Ja? Wie wir uns praktisch einen Weg erarbeitet haben. Wir üben die Ellipsen hochkant, quer und können dann daraus weitere Objekte entwickeln. Ja? Also schreib mir gerne in die Kommentare, was dich noch interessieren wird. Also welche Zylinderform dir noch Probleme macht. Ja, also Teelichter habe ich dir jetzt gezeigt, vielleicht fallen dir noch andere Objekte ein. Schreib mal einfach rein. Und ich freue mich natürlich, wenn du einfach auch in Kommentaren schreibst, dass dir das Video gefallen hat und dir einen Mehrwert gegeben hat. Ja, auch ganz wichtig für mich, motiviert mich immer wieder. Weitere tolle Videos findest du hier oben in der Playlist, die ich dir verlinkt habe. Schau dir sie alle ganz in Ruhe nacheinander an. So lernst du immer mehr dazu und du wirst sehen, dass es auf deine Zeichnung einen unglaublichen Effekt hat, immer wieder diese Basics in verschiedenen Ansichten und Perspektiven zu üben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn wir uns zum nächsten Video hier auf Schmidts Zeichenwelt wiedersehen.